Hold your line. Hold your line, clear left. Hallo meine lieben Motorsportsfreunde und Simracing-Freunde. Heute mal ein Video mit Voice-Over. Ja, hin und wieder sollte ich das auch mal machen, will ich das auch machen. Und ich denke mal, heute ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ich habe nochmal versucht, ein schönes Video aufzustellen hier mit der Nordschleife Endurance Version und der neuen Corvette C8. Der erste Mittelmotor von Corvette Chevrolet. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das Fahrgefühl ist absolut geil. Absolut geil. Du hast tendenziell ein leichtes Untersteuern im Setup, im Standard-Setup. Und ja, das kann man mit einem etwas weicheren Stabi vorne oder etwas härteren Stabi hinten neutralisieren. Und ansonsten hat das wirklich ein sehr, sehr gutes Fahrgefühl. Und wer es gerne hat, dass das Heck auch ein wenig mit einlenkt, wenn man vom Gas luft, dann sollte man die Vorspannung noch 3-4 Klicks weiter nach unten stellen. Ja, da kommt auch noch ein bisschen mehr Freude bei auf und du musst auch dementsprechend weniger am Lenkrad arbeiten. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Allerdings musst du im Regen halt natürlich die Traktionskontrolle was hochstellen. Ich habe sie jetzt hier auf 9 stehen. Und ja, ansonsten will ich auch mal ein bisschen meine Meinung kundtun zu dem, was sich zur letzten Zeit im Simracing tut. Und besonders zur Physics Broken Diskussion, die hier bei R-Factor 2 stattfindet, wiedergeben. Meine persönliche Expertise fängt und hört auch schon wieder beim Reifen- und Ölwechsel auf. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach mal hier dazu sagen, als Offline-Player, wie ich es nun mal bin, spielt das eigentlich keine große Rolle, was nicht entschuldigen soll, dass dieser Fehler da ist. Ich hoffe, dass Studio 397 den so schnell wie möglich beheben wird, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das ihren Ruf schon etwas schaden wird. Und ja, sie sind immer noch am Competition-System, am User Interface Update. Ich will es nicht mehr neu nennen. Ich war ja damals 2019 selbst auf der Sim Expo und durfte da die ersten Bilder vom neuen User Interface aufnehmen. Also neu ist es wirklich nicht mehr. Ich hoffe mal, dass Studios 397 jetzt in 2021 richtig Gas geben wird und das endlich ad acta legen kann und sich dann um die wirklich wichtigen Dinge wie die Physics kümmern kann. Denn meiner Meinung nach ist es nach wie vor der King of Physics und Force Feedback, wobei da auch Race Room ein sehr, sehr dickes Ausrufezeichen meiner Meinung nach mit dem Dezember-Update vollzogen hat. Wenn ihr euch mal den R8 GT3 Evo anschaut, das ist ein Wahnsinns Force Feedback und die Details, du fühlst dich da zu jeder Zeit connected auf der Straße. Das ist definitiv meiner Meinung nach auf Augenhöhe mit dem, was Studio 397 immer so abliefert. Aber ganz klar, die Corvette C8 hier, das ist auch wieder ein absolutes Meisterwerk. Du fühlst dich zu jeder Zeit connected auf der Strecke. Selbst im Regen hast du wirklich ein absolut geiles Gefühl hier. Wie gesagt, du musst die Traktionskontrolle höher stellen, sonst hast du hier keine Chance. Ich auf jeden Fall. Und ja, solange man nicht als E-Sportler oder online unterwegs ist, kann man ja noch drüber hinwegsehen mit den, wie heißt es, Hack-Setups. Naja, wie gesagt, ich hoffe Studio 397 wird sich da bald richtig dran setzen und das ändern. Gibt ja auch noch einige andere Dinge, die hier wirklich mal gemacht werden müssen. Zum Beispiel die LMP2, ich wollte ein Multiclass-Rennen machen, funktioniert leider so nicht. Ist natürlich bitter, wenn sowas passiert, gerade bei Bezahl-Content. Ist leider auch nicht das erste Mal. Ich will jetzt hier auch nicht, sorry, irgendwie meinen Stunk rauslassen oder so, aber ich finde, das ist, ja, wenn man schon so einen Content rauswirft, wofür man Geld bezahlen muss und der auch wirklich so erstklassig ist, dann sollte man auch solche Dinge beachten. Denn wie ihr an meinen Videos seht, ich will schon hin und wieder gerne mal ein Regenrennen machen und das auch als Offline-Player. Heute ist mein letzter Tag im Urlaub und wenn ich dann am Wochenende mal mich an den Rechner setzen kann und in Ruhe ein Rennen fahren möchte, dann wäre es natürlich schön, wenn auch mal alles so funktionieren würde, wie es soll.
Ja, so viel dazu. Okay, wie gesagt, Competition-System muss abgeschlossen werden, das User Interface Update muss endlich mal abgeschlossen werden. Dann so eine Geschichten wie die AEW-Regendateien bitte aufbessern, bitte überarbeiten. Und auch so eine Dinge, ja, wenn wir bei AEW sind, nach wie vor funktioniert leider im VR-Modus und ich bin nur im VR-Modus unterwegs und kann auch nur darüber arbeiten, weil der Monitor zu weit weg ist, funktioniert der Dev-Mode nicht. Und aufgrund dieser Tatsache kann ich leider keine eigenen AEW-Dateien erstellen. Was ich natürlich sehr gerne machen würde, aber es funktioniert halt leider einfach nicht. Wir haben tolle lasergescannte Strecken wie den Canadian Tire Motorsports Park, der leider keine wirklich funktionierende AEW-Datei hat. Und das ist völlig unter Wert geschlagen. Ich weiß nicht, was da los ist oder was da vor sich geht, nur ich hoffe, dass ich in 2021 mal wirklich was in Richtung Offline-Player auch tun wird. Und auch das User Interface Upgrade kann ich wirklich nicht nutzen, da die Gegner-Fahrzeugauswahl nicht wirklich funktioniert. Wenn ich zum Beispiel die C8 als Gegner auswähle, kommt ein M6 oder ein Ferrari raus, aber nicht das, was ich will. Das sind auch so die Kleinigkeiten, die hoffentlich bald gefixt werden. Denn, wie gesagt, als Offline-Player ist das wirklich manchmal ja eine Qual und du musst schon mindestens 20 bis 25 Minuten Vorbereitungszeit in Kauf nehmen, um deren Rennen so zu gestalten, wie du es haben willst, mit den entsprechenden Gegnertypen. Darüber hinaus, ganz klar, braucht man nicht drüber reden, R-Faktor 2 ist nach wie vor das Maß der Dinge, was die Physics und Force Feedback angeht. Wobei ich sagen muss, Sektor 3 unter Alex Hodgkinson hat da wirklich eine krasse Arbeit mit dem GT4 R8 oder GT3 oder GT2 abgeliefert. Das Tire Scrubbing in den Kurven spürst du absolut, du bist zu jeder Zeit voll connected. Was die GT3 angeht und das Tire Physics Update 4.1 sind die absolut auf Augenhöhe mit Studio 397 mittlerweile. Denn andere schlafen ja auch nicht. Naja, zur ACC kann ich nicht wirklich viel sagen, will ich auch nicht viel sagen, denn solange Kronos nicht bereit ist, den VR-Support zu optimieren für uns VR-User, habe ich da auch keine Lust drauf, ganz ehrlich. AMS 2 ist nicht schlecht, wenn die jetzt hoffentlich bald auf das Niveau von AMS 1 kommen, dann ist das ganz klar ein fettes Ausrufezeichen im Sim-Racing und da haben wir wieder einen ganz, ganz großen Kandidaten mit dabei. Wir wollen mal schauen, was dieses Jahr für uns bringen wird. Ich kann nur an Studio 397 appellieren, bitte Leute, bitte kümmert euch um die Physics, bitte kümmert euch um die AI. Ich denke mal, das wisst ihr auch selbst. Auch was das Kupplungspedal angeht beim Schalten. Ihr alle wisst, dass man das Kupplungspedal beim Schalten nicht drücken braucht. Ist in den Physics leider noch nicht eingebaut. Ich hoffe, das kommt jetzt auch demnächst. Oder auch, dass die Bremsen zusätzlich die Reifen erhitzen. Naja, warten wir es mal einfach ab. Aber darüber hinaus, wie gesagt, das Rennen hier hat schon wieder richtig mega viel Spaß gemacht. Leider hat es mit den LMP2 und dem Multiclass-Rennen hier nicht funktioniert. Genauso wie auf Spa. Ich muss ehrlich sagen, es ist immer noch meine Lieblingssim Nummer 1. Ganz knapp dahinter, ganz klar Race Room. Und Kart-Sim. Ich denke mal, mit dieser Combo ist man sehr gut bedient. Naja, was soll ich sagen, Jungs? Das war nun mal so ein kleiner Beitrag, den ich dazu geben will. Und man sollte jetzt R-Faktor 2 aufgrund der Tatsache mit den Physik-Hacks nicht komplett über Bord werfen. Studio 397 ist ein kleines Team. Die leisten hier wirklich dicke, große Arbeit. Wobei es manchmal in manchen Entscheidungen für uns nicht nachvollziehbar ist, aber gut, das müssen wir einfach so hinnehmen. Denn wenn man einmal Geschmack an dieser Sim gefunden hat, ist es schwer, was anderes gut zu finden. In dem Sinne hoffen wir mal, es wird bald optimiert. Naja, nun so viel dazu. Trotz allem hat das Rennen, wie gesagt, viel Spaß gemacht. Es ist immer noch meine Sim Nummer 1. Und ich will jetzt hier auch nicht alles nur schlecht reden oder eine schlechte Stimmung machen, überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur mal von mir geben, was mir so auf dem Herzen lag.
Mein Urlaub ist jetzt vorbei, das bedeutet, ich kann nur noch an den Wochenenden fahren. Und ich wünsche mir einfach nur, dass mein Spielzeug, mein Lieblingsspielzeug so funktioniert, wie ich es haben möchte. So wie wir alle es haben möchten. In dem Sinne drücke ich Studio 397 weiterhin die Daumen, macht weiter so. Bitte pflegt euren Content in die Richtung, dass die AI auch im Regen funktioniert, auf den entsprechenden Strecken. Und ja, bis zum nächsten Mal. The gap behind is now 0.15. For a mistake. Car left. Clear left. Don't let him through. Clear right. That's the stuff, we'll have some more of that. The gap in front has increased, it's now about 1.1. Yellow flag, watch out.
in sector 2. Car right. Hold your line. Clear right. Good drive. Right side. Clear right.